Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns wieder auf EU9 und ich habe wirklich zahlreiche Einladungen von euch erhalten. Ich weiß nicht, ob es im Video letztens nicht so ganz herauskam oder vorkam, aber doch eigentlich schon, weil mir hatten auch ein, zwei Leute geschrieben, ey, du hattest zwar gesagt, du willst keine Einladung, aber wir schicken dir trotzdem eine. Ja, kurz nachdem ich mein Video veröffentlicht hatte, dass ich halt gildenlos bin, hatte ich in der Post circa 40 Einladungen gehabt von verschiedenen Gilden und das alleine nur in der Ingame-Post. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwas so auf jeden Fall unter 20 Nachrichten. Ja, jetzt haben wir hier knapp 60 und das sind meistens wirklich Gildeneinladungen, die ich bekommen habe und das halt wirklich nur Ingame. Discord und Instagram lasse ich jetzt mal einfach außen vor. Ja, da kommt auch noch mehr dazu. Ich bin euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und das ehrt mich natürlich auch sehr und das weiß ich sehr zu schätzen. Das schmeichelt mich wirklich, muss ich sagen, dass ihr mir da so viele Gildeneinladungen geschickt habt. Obwohl ich eigentlich gesagt hatte, dass ich nicht unbedingt nochmal die Gilde wechseln will, weil ich halt auf dem Server hier jetzt großartig nicht mehr sehr lange aktiv sein werde. Das ist ja mein 4. Account und ihr wisst ja, ne, dass bei mir mit meinen 3 Accounts Schluss ist und der 4. ist immer temporär. So, ne? Ich habe aber trotzdem sehr viel Spaß auf dem Server hier immer noch und wie gesagt, ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr mich auch in der Gilde haben wollt. Ich habe auch ein, zwei Leuten auch geantwortet hier so, ne, die auch mir geschrieben haben und aber konnte jetzt natürlich nicht auf alle eingehen. Ich denke mal, das ist selbstverständlich. Das geht leider nicht so wirklich, aber trotzdem Dankeschön und wollte ich nur noch mal an der Stelle erwähnt haben, dass ich das sehr süß von euch fand, so viele Einladungen zu bekommen und meine Antwort ist aber nochmal gebündelt, dass ihr da auch Bescheid wisst, nochmal an die Leute, die ich jetzt vergessen habe oder wo ich es nicht geschafft habe zu antworten. Ich werde bis zum Ende in der Gilde hier bleiben, auf dem Server, solange ich noch spielen werde. Hier ist ja das Expeditionsevent, das nehmen wir erstmal noch so lange mit, solange es halt hält, ne? 79 Tage. Ist für mich jetzt kein großartiger Mehraufwand, sag ich mal, den Server hier zu spielen, weil das Expeditionsevent, da hast du in 3 Knopfdrücken hast du hier deine Alu fertig und dann bist du durch und deswegen ist das auch relativ easy. Ne? Trotzdem ist es halt ein weiterer temporärer Server, den ich nicht auf Ernst spielen werde und deswegen hatte ich mir jetzt einfach mal nur so eine Gilde gesucht, wo ich mal so schnell reinjoinen kann, um halt eben noch meine letzten Tage hier auf dem Server zu besiegeln. Und ich finde es auch mal ganz angenehm, muss ich sagen, in eine Gilde einzutauchen, die mich jetzt nicht zu 100% irgendwie kennt, obwohl es selbst bei dieser random Polen-Gilde, obwohl sie sagen, sie sind international, das ist halt, ich sag mal 90%, wird hier Polnisch auch gesprochen. War es trotzdem schwer, weil mich trotzdem ein, zwei Leute erkannt haben hier, auch aufgrund meines Avatars, denke ich mal. Aber ist auch immer ganz lustig, mal in andere Communities, in andere Länder und Sprachen mal einzutauchen, anstatt immer nur so in den deutschen Bereich. Und es wird auf jeden Fall nicht der letzte Serverstart sein. Was ich mir aber so gedacht habe, ist auf jeden Fall, werde ich mal die nächsten Server, ich weiß jetzt nicht unbedingt EU10, ja, da lasse ich mir noch so ein bisschen was im Hinterkopf offen, sag ich mal. Ich habe noch nichts großartig geplant, aber ja, ich bin so am Überlegen, weil ich möchte jetzt ungern nochmal in eine Creator-Gilde rein, weil ja, dann kennt man da alle Leute und das ist zwar auch ganz cool und man spielt mit den ganzen Leuten, man versteht sich, ne, und man hat vielleicht auch coole Abende auf Discord oder so zum Serverstart, ne, aber ich finde es halt auch geil, muss ich sagen, und das habe ich jetzt erst wieder so gemerkt, so in andere Communities mal reinzugehen und in etwas schwächere Gilden, sag ich mal, obwohl die jetzt auch nicht so schwach sind, so, ne, auf dem Server, die sind auch gut vertreten hier. Und mal einfach so ein bisschen, für frischen Wind zu sorgen. Wir machen mal hier nebenbei ein paar Kämpfe.
und ja, einfach so ein bisschen die, ja, neue Leute und so kennenzulernen. Und deswegen war auf jeden Fall ganz lustig. Die Leute hier in der Gilde sind auch sehr lustig auf jeden Fall, auch wenn ich natürlich hier nicht großartig ja, sehr viel im Gildenchat zu beitrage, lese ich hier und da, sehr nice, so ein paar Nachrichten mal immer ganz gerne durch. Das meiste verstehe ich ja auch gar nicht, ne? Die meisten Sachen sind ja, wie gesagt, auf Polnisch und die kann man dann auch gar nicht großartig lesen. Obwohl man sich auch den Text kopieren kann, ne? Also falls ihr das haben wollt, dann könnt ihr zum Beispiel, ja, wie geht das? Hier so Rechtsklick, genau, Rechtsklick auf den Chat, huch, und dann könnt ihr hier oben, ja, ich weiß gar nicht, ob man das sieht hier noch, den Text kopieren und auch eventuell einfügen in ein Übersetzungsprogramm oder so. Also das kann man tatsächlich machen. Und ja, wir gucken mal, dass wir heute vielleicht noch ein bisschen weiter, ja, gepusht kommen, ne? Hauptsächlich wollte ich nur noch mal ganz kurz an alle Leute halt eben sagen, die mich hier eingeladen haben, weil es echt verdammt viel ist. Also wie gesagt, kurz nachdem ich das Video veröffentlicht hatte, ich denke mal, das lag auch ein bisschen am Titel, weil ich gesagt hatte, ich suche neue Freunde, so, ne? Die habe ich ja in dem Video gefunden, aber im Video selbst habe ich auch gesagt, ihr müsst mir jetzt nicht unbedingt Einladungen schicken, weil ich halt eben ja, auf dem Server jetzt hier nicht dauerhaft spielen werde, so. Trotzdem weiß ich das sehr zu schätzen und bin euch mega dankbar. Und es ist ein sehr schöner Gedanke für mich, zu wissen, dass ich auf keinem Server irgendwie ja, im Stich gelassen werde, wenn ich mal aus einer Gilde rausgeworfen werde oder mal, ne, eine Gilde wechsle oder so. Es sind immer auf jeden Fall Leute da, die mich auch auffangen. Und ich sage ganz ehrlich, das ist auch ein sehr schönes Gefühl und dafür bin ich euch auch tausendmal dankbar. Ja, gucken wir mal, wie weit wir hier noch kommen. Also wir haben es jetzt ja unter der Woche. Oh, ich glaube, das wird nochmal eine heftige Kombo jetzt, ne? Ja, zum Schluss nochmal ordentlich einen rausgehauen hier. Wir pushen auf jeden Fall ein bisschen weiter. Es ist ja jetzt gerade unter der Woche und da haben wir keine Events am Start. Aber wir können natürlich trotzdem ein bisschen zusehen, dass wir unser Level pushen, damit wir fürs nächste Epic-Event auch gewappnet sind. Und ja, bevor dann irgendwann der nächste Legendary Dungeon kommt, der ja noch ein bisschen dauern wird. Wann ist der erste im Jahr immer? Ich glaube zu Ostern, ne? Zu Ostern müsste, glaube ich, der erste sein. Und der erste von 4 pro Jahr. Und bis dahin sollten wir natürlich auch eine möglichst hohe Stufe haben. Aber erstmal kommt dann das nächste Epic-Event, was dann wieder vor der Haustür steht. Und da ist es natürlich auch sehr erstrebenswert, bis dahin eine gute Stufe zu erreichen, um halt wieder sich neu zu equippen, um halt wieder neu zu pushen. Es ist auf jeden Fall ein Kreislauf. Man läuft die ganze Zeit im Kreis, meine Freunde. Ja, mal schauen, wie weit wir hier noch kommen. Hier macht ja immer erst der nächste Dungeon auf, bevor der vorherige zumacht, ne? Also wir müssen den einen besiegen, damit der andere öffnet. Beziehungsweise, ja, müssen wir aus der Mine noch ein paar Sachen dann suchen später, aber da machen ja auch nur Dungeons auf, die jenseits von Gut und Böse sind, die wir noch nicht geklatscht bekommen hier. Ich denke mal, da sind wir jetzt hier schon an einem Punkt angekommen, wo wir jetzt erstmal nicht weiterkommen. Hier brauchen wir auch noch nicht versuchen, denn ich habe meine Begleiter noch gar nicht weiter equipped. Wenn ihr hier schnelle Erfolge haben wollt, kann ich euch auch empfehlen, einfach ja, eine Waffe für eure Begleiter zu holen. Das ist immer schon die halbe Miete. Ihr müsst dann halt eben auch die Sachen... und der Mana-Trank ist wieder voll. Ihr müsst die Sachen halt dann auch eben einfach in die Toilette schmeißen und hoffen, dass dann das Richtige rauskommt. Das ist zum Beispiel hier nicht gut. Ja, wir haben zwar einen Bogen jetzt für die Kunigunde, aber da ist Stärke drauf. Ist jetzt nicht so geil. Und das hoffen wir, dass für den Marquardt jetzt so ein bisschen besser wird. Okay, da haben wir schon mal Geschick. Das ist schon mal besser, ja. Natürlich nehmen wir auch noch, Hauptsache erstmal eine Waffe. Jetzt haben wir hier Stärke und Geschick. Na toll, tolle Wurst. Das ist ja gar nichts. Aber alleine das, ich habe jetzt hier nur 3 Slots ja, gefüllt, sag ich mal. Ne? Und alleine das sollte uns jetzt schon hier zwar nicht den ersten Gegner bescheren, aber es sollte auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Schaden gemacht werden. Und ihr seht es schon, dass alleine durch die Waffen
Die Tries waren vorher auf einen Viertel, circa, sag ich mal so, ne? Jetzt sind sie auf einen, ja, jetzt gehen sie so auf einen Dreiviertel-Leben runter, ne? Und das jetzt einfach nur durch 3 Waffen, die man jetzt hier geholt hat. Und das sind nicht mal gute. Gut, der Bertram hat eine gute Waffe. Das ist kompletter Schmutz hier. Die Spanne ist auch nicht geil, ja, da hätte man vielleicht noch ein bisschen besser drauf achten können. Okay, das ist eine gute Waffe. Eigentlich ist nur die Kacke hier. Also wenn wir da noch eine etwas bessere finden, plus vielleicht noch das ein oder andere, ja, versuchen wir das hier nochmal einmal nochmal versuchen hier. Ja, scheiße. Das ein oder andere Epic noch equipped, dann ist man hier eigentlich schon good to go. Ist natürlich auch eine teure Angelegenheit, muss man sagen. Ah, super. Weil das kostet natürlich auch alles Gold hier, ne? Und das ist natürlich ein bisschen unglücklich, sag ich mal. Okay, hier haben wir aber eine deutlich bessere Spanne drauf. Glück, ja, ist nicht so geil. Bisschen weniger Durchschnittsschaden, aber die Spanne ist halt eben das Wichtige. Mal gucken, ob das hier jetzt schon ein bisschen mehr ja, anrichtet. Nee, nicht wirklich. Ja, jetzt kommt es halt einfach drauf an. Okay, jetzt ist wahrscheinlich so der nächste Step. Wir gehen in den Wirbelwind rein. Da können wir auf jeden Fall jetzt ein paar safe Etagen machen. Und hier kriegt ihr vielleicht auch das ein oder andere Epic auch mal so zwischendurch. Hier haben wir zum Beispiel eins bekommen. Ja, das können wir zum Beispiel wieder ausrüsten. Nehmen wir das für uns, ist die Frage. Ja, wir nehmen das mal für uns, so, und das bekommt dann hier, okay, das ist ja auch schon ein gutes Upgrade hier. Ja, siehst du, und so, und das können wir jetzt hier in die Toilette schmeißen, und das kriegt dann halt eben der Marquardt, ja. So, und so wird das Ganze hier jetzt aufgefüllt, so langsam aber sicher. Hier haben wir noch Schuhe, die haben wir noch nicht in die Toilette geworfen, das können wir jetzt gleich machen. Dann hat hier der Marquardt schon mal ein bisschen besseres Equipment. Der Kunigunde können wir einen Geschickring geben. Und ja, das ist ein Kriegerhelm mit den falschen Werten drauf. So, ja, der vermittelt hier falsche Werte an euch. Das kann ich natürlich nicht zulassen, ja. Deswegen muss der auf jeden Fall weg. So, hier haben wir schon das nächste Epic. Also das ist ganz gut auf jeden Fall. Ich würde euch einen langsameren Spielstil natürlich empfehlen. Das heißt, die Epics, die ihr hier bekommt, jeden Tag in die Toilette schmeißen und jetzt nicht so wie ich alles an einen Tag rein in die Toilette oder, ne, also hauptsächlich schmeißt man es halt in die Toilette, um das Ding halt zu verzaubern oder beziehungsweise umzuwandeln in ein anderes Item für die Begleiter, die das eventuell nötiger haben als man selbst, ne, aber natürlich peu à peu. Jeden Tag ein Epic am besten rein, damit ihr halt maximal eure Clue-Aura auch pushen könnt. Und ja, deswegen, ja, macht das lieber im ruhigen Playstyle so, ne? Aber wenn ihr halt eben so ganz schnell pushen wollt, wie ich, dann, ja, dann macht man das halt eben so. Auch wenn die Toilette schon voll ist, dann spült man da halt eben trotzdem nochmal ein Epic durch, so, ne? Damit halt die Begleiter ein bisschen besser ausgerüstet sind. So, und sobald ihr einigermaßen eine Chance habt in der Schattenwelt, dann ist eigentlich GG an dem Zeitpunkt, weil, oh, da haben wir eine neue Waffe. Okay, was haben wir hier? Ein Gürtel. Allstats, das kann hier er benutzen. Und die Waffe, ja, da könnten wir nochmal umwandeln. Wir versuchen mal einfach unser Glück. Ein Bogen. Okay, für die Kunigunde ist sogar ganz nice eigentlich. Können wir nehmen, so, dann kommt der hier auch einfach weg. Ja, was haben wir hier noch? Ein Geschick-Item, okay, das kriegen wir noch mit unter. Und ansonsten, nee, das haben wir noch. Ausdauer, ja, können wir erstmal alles temporär benutzen. Selbst das hier können wir anziehen, weil gibt Rüstung, ja. Und wenn ihr halt in der Schattenwelt so langsam daran seid, die ersten Gegner zu besiegen, ja, es sieht langsam schon besser aus, dann bekommt ihr ja auch wirklich auf jeder Etage hier ein Epic. Und das ist halt eben für eure Begleiter sehr, sehr gut. Und im Märchenturm, da rüstet ihr halt dann später danach dann auch eure Begleiter aus. Das macht ihr aber dann erst, wenn ihr in der Schattenwelt die ersten Gegner besiegt habt, weil der Märchenturm immer noch mal ein bisschen schwieriger ist, so, ne? Ja,
Man kann jetzt auch schon so hier und da den ein oder anderen Edelstein den Begleitern geben. Das wäre dann auf jeden Fall der leichte Weg oder der leichteste Weg, das schnell zu handhaben, weil die pushen natürlich extrem die Attribute von den Begleitern und dann ist natürlich das Ganze auch ein Selbstläufer. Vielleicht machen wir das ein paar Mal. Wir gucken mal ganz kurz, was wir überhaupt für Steine hier bekommen aus der Mine. So, was haben wir hier? Ein Geschickstein, 173. Da haben wir eigentlich... Ja, ich glaube, die Steine, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt Hardcore drauf zu gehen, weil wir haben es jetzt auch kein Fest der Festung-Event. Das heißt, wir bekommen hier auch kleine und mittlere Steine, was jetzt nicht ganz so geil ist. Aber ich hatte mir überlegt, vielleicht kann man hier den einen oder anderen wechseln. Hätten wir jetzt einen mittleren oder großen Stärkestein bekommen, dann kann man den sogar austauschen, weil ja, die jetzt wahrscheinlich besser sind. Der kleine Edelstein ist schon so gut wie der große hier in der Waffe. Also das wäre auf jeden Fall worth, kann man machen. Übrigens die Steine in der Waffe von den Begleitern, die zählen übrigens nicht doppelt, so wie bei einem selbst. Bei den Begleitern zählen die nur einzeln. So, ja, dann kriegt die Kunigunde hier noch einen Ausdauerstein rein. Und dann kriegt er hier halt eben noch einen Stärkestein. Einfach mit... ja, hier erstmal rein, so. Wir gucken mal, vielleicht haben wir Glück. Die Skips sind ja jetzt noch nicht so unendlich teuer, sag ich mal, sodass man sich es noch... Ja, es ist natürlich alles hier auf einem Niveau, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist natürlich schon alles sehr kostenintensiv so, ne? Aber es ist noch nicht dieses extreme Hardcore-Pushen. 182, ja, damit kann man schon arbeiten. Ich hätte mir halt echt ganz gerne einen großen Edelstein gewünscht. Das wäre schon ein Big Upgrade auf jeden Fall. So, der kommt erstmal noch da rein. 182 auf Ausdauer. Ja, wir brauchen noch auf jeden Fall ein paar Items für den Marquardt, dass wir da noch ein paar Steinchen reinsetzen können. So, Kunigunde kriegt erstmal ein bisschen Lack ab. Ja, da ist der Lack ab auf jeden Fall. So, dann verkaufen wir das. Ja, schauen wir mal. 161... Den können wir auf jeden Fall austauschen. Ich könnte den jetzt auch schon in die Waffe tun. Das wäre auf jeden Fall, da würde der wieder doppelt zählen. Das wäre wieder ein gutes Upgrade. Aber ich hoffe, stimmtheimlich noch so ein bisschen. Darauf muss ich tatsächlich sagen, noch einen großen Stein zu bekommen. Und jetzt haben wir schon so viele Skips gemacht. Jetzt hoffen wir mal... okay, vielleicht lasse ich es auch sein. Ja. Oh, und jetzt haben wir 179. Ja, der ist natürlich ein bisschen schlechter als der... Oh, let's go. Zum Glück habe ich den nochmal gemacht, Alter. 190. Ja, rein damit in die Waffe. Okay. Ja, da haben wir nochmal ein bisschen reingelackt hier gerade zum Schluss. Haben wir noch einen ganz schlechten 163. Ja, dann kommst du hier mit rein. So. Glückstein können wir nochmal equippen hier. So. Ja, packen wir einfach hier mit rein. Okay, hier brauchen wir noch ein Item. Das gucken wir mal, ob wir das bekommen jetzt irgendwie so ein bisschen. Ja, es ist auch geil. Hier wird man auch gleich begrüßt. Sobald man sieht, dass die Leute pushen, dann wird man auch gleich ein bisschen begrüßt. So, auf jeden Fall. Gucken wir mal, vielleicht Schattenwelt, vielleicht kriegen wir jetzt was besiegt. Ich weiß nicht. Ich hätte noch ganz gerne das ein oder andere Item noch gehabt auf meinen Begleitern, weil die sind mir jetzt noch ein bisschen zu schwach. Wir haben zwar ein paar Steine, ja, die sind machbar auf jeden Fall jetzt schon. Da haben wir auch unseren ersten Gegner und jetzt brauchen wir halt ein bisschen Glück mit den richtigen Items, dass wir die halt eben auch equippen können. Hier Marquardt, der braucht auf jeden Fall was so. Ja, jetzt geht's halt rund. Jetzt bekommt der Marquardt, oh Gott, jetzt bekommt der Marquardt hier seine Waffe. Ja, die richtige. Da gewinnen wir auf jeden Fall den Stein. Das ist ein großer Stein. Der muss rein. Das muss sein. So, und da kommt auch schon der nächste. So, und jetzt ist halt hier Schicht im Schacht. So, ne? Jetzt blühen die Begleiter so langsam richtig auf. Und jetzt kann man nochmal richtig schön reinpushen. Und jetzt kann man sich auch schön abwechseln. Ja, jetzt kann man so zwischen Wirbelwind und Schattenwelt immer so ein bisschen hin und her switchen. Ne? Natürlich werden die Gegner hier auch stärker, aber Hauptsache, ihr kommt bis auf Etage 5, ja, oder besiegt den 5., dann könnt ihr auch den 2. hier schon freischalten.
Unterdessen können wir auch mal versuchen, vielleicht mal in der Lichtwelt so ein bisschen nochmal reinzuschauen. Wir haben auch wieder ein bisschen Gold, was wir auch festskillen können. Ne? Wir haben jetzt halt hier nur auf dem Main ein paar mehr Steinattribute bekommen durch die Stein-Upgrades, die wir jetzt gemacht haben in der Mine. Aber das reicht auch schon für den einen oder anderen hier. Okay, beim Magier wird es ein bisschen schlechter. Da sieht es ein bisschen mager aus beim Magier. Und jetzt rein theoretisch muss man gucken, ob sich das schon wieder lohnt, bald für eine neue Waffe zu gehen und so, ne? Aber wir gehen erstmal ein bisschen in die Schattenwelt noch rein. Gucken mal, vielleicht kriegen wir den einen oder anderen hier noch down. Verzauberung haben wir, glaube ich, immer noch nicht, ne? Nö. Genau, und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir können auch mal gleich im Märchenturm reinschauen, aber ich glaube, da sind die Gegner halt wirklich noch ein bisschen zu sehr stark. Oh, hier brauchen wir jetzt einfach ein bisschen Glück. Ja, und da haben wir ihn down. Nice. Und das nächste Item bekommt... okay, dann bekommt das hier der Marquardt. Hier könnte man jetzt wieder einen neuen Stein reinsetzen, aber wir schauen erstmal, was wir noch so bekommen hier. Der Nachtghoul. So, jetzt haben wir den nächsten Dungeon auch freigeschaltet. Und Intelligenz ist auch gut. Dann nehmen wir lieber das hier. Und, warte mal, hat hier jeder sein optimales, ja, hat hier jeder sein optimales Item. Jetzt können wir halt in die Mine gehen, suchen uns den nächsten Key. First try, vielleicht kriegen wir noch einen Intelligenzstein. Nö, aber Geschick. Das ist ja natürlich auch sehr geschickt hier. Dann ballern wir hier noch den nächsten Stein rein. So, zack. Und dann mal gucken, wie es hier aussieht beim nächsten Gegner. Jetzt sind wir 163 schon, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, mal gucken, mal ganz kurz in den Märchenturm rein, wie es hier aussieht. Oh, ja, ein Try war da eben dabei, der sah nicht schlecht aus. Ja, die sehen alle nicht schlecht aus, die Tries, ne? Also die sind schon auf jeden Fall machbar. Okay, hier haben wir einen Magier-Gegner, das ist erstmal dumm. Also da kommen wir jetzt erstmal so nicht weiter. Das heißt, in der Schattenwelt im zweiten Dungeon sieht es auch bad aus, die sind auch schon zu stark. Heißt, Märchenturm vielleicht die ersten paar Etagen. Wenn es hier nicht so ganz klappen sollte, wie es jetzt gerade bei mir der Fall ist, hat man ja immer noch genug Möglichkeiten, seine Begleiter zu optimieren. Am besten macht ihr das halt eben am Epic-Event, ne? Weil da könnt ihr natürlich auch die Epics, die ihr für euch nicht braucht, gleich an eure Begleiter weitergeben. Und dann sind die natürlich dann auch sehr gut ausgerüstet. Wir spielen das ganze Jahr ohne Epic-Event hier und bekommen quasi die ganzen Epics durch die Gegner, die wir besiegen, ne? Und brauchen halt nur ein bisschen Luck, sag ich mal, bei unseren Items, die wir durch die Gegner halt eben, ja, besiegen. So, ne? Genau. So, ansonsten, ja, haben wir jetzt hier erstmal, glaube ich, soweit einen guten Push hingelegt. Und ja, normalerweise macht man jetzt halt am Epic-Event weiter. Eine neue Waffe wäre halt ganz vorteilhaft auf jeden Fall. Neues Equipment kann man sich jetzt holen hier und da. Und dann hätte man auch wieder ein bisschen weiter pushen können. 1, 2 Steinchen kann man auf jeden Fall noch für die Begleiter rausholen, sodass man vielleicht noch den nächsten gerade so packt, ein neues Item bekommt, da einen neuen Stein rein und dann geht es wieder so weiter. Ne? Aber wir werden die nächsten Tage auf jeden Fall noch ein bisschen pushen. Und genau, ja, das war es soweit erstmal für die Folge heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ich werde die nächsten Tage, wahrscheinlich zum nächsten Epic-Event nochmal hier ein bisschen was zeigen, ein bisschen pushen. Und ja, für heute war es das erstmal soweit. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.